Ja, ist schon. Oh ja, genau. Musik aus. Hier machen wir Musik aus. Ich stehe immer so wie bestellt und nicht abgeholt, ne? Das ist so gestellt, sieht das immer aus. Aber ist ja auch gestellt, ne? Kevin sagt, stell dich mit dir hin, das würde gut aussehen. Was macht der Kubasik? Stellt sich da hin und sieht scheiße aus. Guten Tag zusammen. Es ist schon recht frisch, ne? Mittlerweile. Wir haben ein schönes Auto da. BMW M850i, ne? Heißt er, glaube ich. 4,4 Liter Biturbo mit 530 PS, 750 Newtonmeter Serie. Und wir haben die Aufgabe heute, eine Stage 1 zu machen. Mit natürlich Leistungssteigerung. Stage 1 mit natürlich Leistungssteigerung. Merkst du? Ist noch früh am Morgen. Ich finde, von der Optik her ist es echt ein cooles Auto. Hat auch viel Potenzial, so leistungstechnisch. Einfach mal vorweg. Wir haben da schon mehrere von machen dürfen, aber noch nie über YouTube laufen lassen. Ja, wir machen jetzt gleich mal eine Eingangsmessung. Auf der Straße auf dem Prüfstand. Und dann gibt es wie immer Ausgangsmessung. Und sonst technisch willst du ein paar Features gleich zeigen. Aber das ist schon so echt cooles Teil, oder? Ich finde den optisch auch echt ansprechend. Das sind auch diese Carbon-Inlays hier so ein bisschen, ne? Schon gut gemacht. Also mir ist ein bisschen kalt, Kevin. Können wir? Ich bin ja schon viele Knöpfe gewöhnt, ne? Jetzt mal ehrlich. Aber das ist schon wieder so viel Knöpfe und so viel Technik für den alten Mann. Okay, dann sehen wir einfach mal diesen Porno-Schalthebel hier. Hast du den mal gezeigt? Das ist mal wirklich... Hast du ja Angst, den anzupacken. So, boah. So. Und fahren jetzt mal geschmeidig los. Ich muss ja zugeben, ne? Wir haben ja auch so den 5er noch, ne? Den M55 Diesel. Und ich hatte mir kurz überlegt, da ich ja jetzt einen schönen T6-Bus habe, wo ich eigentlich 99,9999999% meiner Zeit mitfahre, habe ich mir so ein Auto als M8, also als M8 rechnen lassen, der jetzt gerade rausgekommen ist. Ne? Ich habe gesagt, komm, mein Auto, den M55 Diesel gibst du zurück und kriegst dann so ein M8. Ich habe mal Ausstattung geguckt und so dachte mir beim Grundpreis schon, gibt es da 2 für 1? Das ist zu teuer. Ganz einfach, das ist einfach zu teuer. So viel Geld kann man gar nicht verdienen, wie so ein Auto kostet. Und da habe ich gesagt, schade. Weil so ein Auto, so ein M8, hat mich auch gereizt, aber das ist... nö, kriegen wir leider nicht hin. Also fahren wir jetzt mal so einen schönen M850i. Ne? Ist zwar ein bisschen weniger Leistung, aber von der Technik her ist das schon... Da läuft ja alles. Ne? Das läuft wieder. Du hast einmal km/h, dann hast du nochmal km/h, dann hast du Drehmomenterrechnung, kW-Errechnung. Ich meine, das ist alles so ein bisschen Spielkram und dann Drehzahl und nochmal Drehzahl. Junge. Und dann läuft noch das Navi im Hintergrund. So viel Information. Ach, hier ist auch noch ein Navi. Schön. Ist schon geil gemacht, das Ding. Muss ich echt zugeben. Schön. Bin mal gespannt, wie der so performt. Wir werden natürlich auf Sport fahren. Okay, wir sind aber auf Sport, ne? Weil der Zeit, da, Sport, da steht Sport. Sport Plus. Ja, der knallt schon so ein bisschen, ne? Ja. Schönes Herbstwetter, ne? Traumhaft. Heute soll es 19 Grad werden. Dass das da sogar steht. Wie? Das steht da sogar bei uns im 5er. Fiesta steht das nicht. Da ist immer schönes Wetter. Genau. So. Warte mal ab. Also das Ding ist natürlich auch eine Wucht, ne? So vom Ganzen. Das ist ein Riesenauto. Hast hier viel Technik. Das Ding ist wahrscheinlich schwer wie ein Panzer. Aber ja, ich meine, das Ding zieht ja schon gut durch. Ne? Ist aber jetzt keine Rakete. Gefühlt. Ja. Du merkst halt sehr wenig in solchen Autos wieder. Ne? Das ist wieder so eine Sache. Aber sonst cooles Ding. Ja, also dann werden wir jetzt mal gar keine Zeit verlieren und blasen natürlich der Geschwindigkeit angepasst auf Eco Pro. Jetzt wird auf einmal alles blau hier, guckt ihr da an. Fahren wir jetzt in die Firma. Fabi stellt das Ding in so einen Prüfstand und dann gucken wir mal, ne? Was wir da rauszaubern. Ich glaube, das wird gut.
Kevin sagt, du redest wie immer, aber du schneidest da jetzt irgendwas rein, ne? Genau. Okay, Kevin 2.0 also. Ja. Stark. Gut. 530 PS, 750 Newtonmeter Serienangabe. Wie schon auch angenommen, haben wir mehr Leistung Serie. Und zwar 566 PS glatt und 763 Newtonmeter, 13 Newtonmeter mehr und 36 PS mehr wie Werksangabe. Und dann kommt hier unsere Leistungssteigerung inklusive Drehzahlanhebung. 710,9 PS und 853 Newtonmeter. Also wir haben gut 90 Newtonmeter mehr und 150 PS. Das ist so, warum ich gesagt habe, es wird gut. Ist halt geschuldet dem, weil die Basis ganz gut ist. Es ist kein M5-Motor, wie viele denken, oder kein M8-Motor, aber ähnlichst von der Grundstruktur her. Und die Lader sind ein bisschen kleiner. Wir haben es auch mit dem Getriebe, mit dem Drehmoment nicht übertrieben. Wir geben 850 Newtonmeter an, die haben wir da auch begrenzt, damit das vernünftig fährt. Theoretisch geht da auch 950 Newtonmeter, aber dann machen die Probleme. Und das wollen wir ja nicht, ne? Wir mögen keine Probleme. Und ich glaube, für so ein M850i reichen 710 PS, oder, Kevin? Sauberes Drehzahlband, sauberes Leistungsband. Das sind immer so Sachen, die machen richtig Spaß. Ja, du freust dich schon so ein bisschen jetzt auf die Probefahrt, ne? Fabi spannt schon ab. Und dann geht's los auf die Strecke, ne? Wir laufen wieder, sagt er. Mit 710 PS Richtung Autobahn. Ja, ist schon. Oh ja, genau. Musik aus. Hier machen wir Musik aus. Schauen wir mal. Ach, jetzt ist natürlich viel mehr los wie vorhin, ne? Ja. So. Aber wir haben ja auch viel mehr Dampf wie vorhin. Aber was war vorher? 9,1. 1,7 Sekunden. Ja, läuft auch gut, ne? Das ist der Hammer. Aber wo man hat hier 700 PS, ne? Das ist ja echt eine Macht. Wenn man das überhaupt mal in Zahlen ausdrückt, 710 PS. Aber es ist echt super fahrbar, ne? Voll auf dem Pinsel. Du erschreckst dich halt nicht. Ne? Das ist halt bei den heutigen modernen Autos, die sind so sicher. Ich war jetzt wieder mal auf Eco Pro hier. Die sind so sicher und so, das fährt sich einfach auch echt gut. Ne? Wenn man denkt, boah, 700 PS, klar wirst du den Sitz gedrückt und so, aber das ist alles so geil fahrbar und entspannt fahrbar. Schön. Ja, dass da viel Leistung noch rumkommt, ne? Habe ich ja gesagt, wusste ich, wir durften da schon mal ein paar von machen. Das Potenzial ist da wirklich groß. Ich meine, bei dem größeren Bruder hier, bei einem M8, stehen dann noch mal gut 100 PS mehr an, ne? Nach der Optimierung. Ich finde es cool, du findest es cool. Ja. Ich hoffe, ihr fandet es cool. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.